So, der Hund hat mich heute früh um 5:30 aufgeweckt. Und da habe ich zündende Idee gehabt. Was wäre, wenn ich zweimal drücken und zweimal Folie auf ein Stück Papier bringen könnte und das ganze Blatt damit abdecken? So ein Bild und dann ein Negativ vom gleichen Bild und zwei unterschiedliche Folien. Ja, das ist die Idee und dann habe ich das probiert. So, ich habe dieses schöne Schneeflockenmotiv ausgedruckt auf relativ schwere Papier, 250 Gramm A5. Das hat sich toll ausgedruckt mit meinem Laserdrucker. Jetzt schauen wir weiter. So, ich habe hier meine Schatzkiste voll mit Folien und Überbleibsel, die kann man nicht wegwerfen. Es gibt immer wieder irgendein kleines Projekt, wo man ein kleines Stückchen Folie gebrauchen kann. Aber unten habe ich meine unbenutzte Folien unterschiedlicher Hersteller. Und das ist eine meiner Lieblingsfolien. So perlenartig, also das ist Rückseite glatt und auf der Vorderseite sieht man wie ein Ölfilm. Alles wieder schön einpacken, Deckel drauf, weg. Die Folie auf dem zu verzierende Muster legen. Und eine kann das schön zusammenführen, bis man den Überrest abschneiden kann und in eine Falte Papier legen zum Schutz. Sonst läuft eine Gefahr, dass das Laminiergerät Folie oder Papier verschluckt. Jetzt das Ergebnis. Oh, da ist kaum was passiert, da klebt nichts. Das ist vielleicht doch nicht richtig aufgewärmt. Schicken wir noch einmal durch. Jetzt aber nicht sehr überzeugend. Schauen wir mal. Nö, nicht so toll. Aber ach, ja, Anfängerfehler. Ich habe 2 Blattfolie drauf gehabt. Das heißt, die Wärme ist vermutlich nicht ganz durchgedrungen. Ja, einiges ist drauf geklebt. Ist besser jetzt, dass es alles ein bisschen geklebt ist, kann man getrost ohne Schutzpapier durchs Laminiergerät. Die Falten sind unerwünscht, aber schau mal, das ist ja toll. Das glänzt wie verrückt. Okay, auf dem Video sieht man eigentlich sehr viel schwarz. So dunkel ist es doch immer noch. Diese bestimmte Folie ist durchsichtig eigentlich, die meisten nicht. Und deswegen in diesem Fall sehen wir viel Schwarz, das durchscheint. Die meisten Folien hätte dann viel mehr Farbe. Meine Idee ist, dieses Stück Papier noch einmal durch den Laserdrucker zu schicken und ein Negativ vom Bild drauf zu drücken, sodass alle nicht bedruckte Teile dann bedruckt werden. Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, weil ich habe das Papier in die falsche Richtung durch den Drucker geschickt. So, bei der Wiederholung habe ich auf dem Papier einen kleinen Pfeil eingezeichnet, dass ich weiß, in welche Richtung ich das Papier durch den Drucker schicken sollte. Aber das hat auch nicht ganz so toll funktioniert, weil der Drucker nimmt das Papier nicht gerade. Die Einführung ist nicht so raffiniert. Der Rand, der Ausdruck ist nicht gerade. Aber das kann ich nicht ändern. Und dann das Ergebnis nach dem Foiling durch den Laminiergerät nochmal drücken. Das ist ja interessant.
Man kann immer noch ein bisschen von den Foil erkennen, das glänzt, aber das ist ja unterschiedliche 3D-Effekte. Und da habe ich gedacht, dann nehmen wir eine Kontrastfolie, Blau, und schauen wir, was für Ergebnis wir bekommen. Aber das Blau, das sind die Blätter ganz schmal und ich möchte das großflächig bedecken. Silber habe ich von Gedeo und dann brauche ich auch hier 2 Blätter. Das ist nicht gut, das wird dann eine Naht erzielen vermutlich. Aber nur zum Experimentieren, das reicht für heute. So, jetzt alles schön geklebt. Das glänzt. Wow. Schön Silber, ein bisschen von den Irisierenden kommt doch durch. Und weil der zweite Abdruck nicht ganz genau gepasst hat, sind die Schneeflocken ganz gut zu erkennen mit weiß, unbedeckte Weißstück und ja, interessant. Ein voller Erfolg, würde ich sagen. Nicht ganz, was ich erwartet habe oder erzielen wollte, aber es gibt keinen Fehler, nur interessante Abweichungen von den Erwartungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.